Was wäre, wenn die innere Unruhe, das rastlose Gehirnrauschen, das Sie oft nach Meditationsübungen empfinden, nicht Ihr Versagen wäre, sondern ein verborgenes Signal, ein universelles Zeichen für die Bereitschaft zur Transformation? Ein Paradox, das uns die moderne Neurowissenschaft und alte buddhistische Schriften gleichermaßen vor Augen führen. Viele von uns, die auf der Suche nach innerem Frieden sind, fühlen sich paradoxerweise überfordert von dem konstanten mentalen Lärm, selbst wenn sie sich tief in spirituelle Praktiken vertiefen. Wir kennen die Theorien, aber die Kluft zur praktischen Anwendung scheint unüberbrückbar, was zu einer tiefen Frustration führt, zu dem Gefühl, ein spiritueller Hochstapler zu sein. Das ist die stille Angst, die die moderne Wellnesskultur oft ignoriert. Die Schuld, nicht fortschreitend zu sein, wenn der Geist sich weigert, still zu sein. Es ist das geistige Rätsel. Warum nimmt mein Selbstanspruch mit spiritueller Praxis zu? Diese hartnäckigen Selbstsabotagemuster, die Spiritualität in eine soziale Performance verwandeln, verhüllen die wahre, tiefgreifende Arbeit, die in uns stattfindet. Unser Verstand ist keine fehlerhafte Maschine. Er ist ein komplexes, neuroplastisches System, das bereit ist, sich neu zu konfigurieren. In den nächsten Minuten werden wir eine Brücke bauen zwischen der stillen Weisheit des Buddhismus und den bahnbrechenden Entdeckungen der Neurowissenschaft und Quantenphysik. Wir werden verstehen, wie das Gehirn nicht nur auf ihre spirituellen Bemühungen reagiert, sondern sie aktiv mitgestaltet und transformiert. Es geht nicht darum, den Geist zu lehren, sondern die Muster zu entschlüsseln, die uns gefangen halten. Ich lade Sie ein, jetzt für 60 Sekunden ganz einfach Ihre Gedanken zu beobachten, sie als mentale Geschichten zu benennen, ohne sie zu bewerten. Dieser einfache Akt beginnt, Ihre neurale Beziehung zu ihnen zu verändern. Forscher der UCLA haben gezeigt, dass diese Technik die Aktivität der Amygdala um bis zu 68% reduzieren kann. Ein erster Schritt zur Neuverkabelung Ihres Gehirns für nachhaltige Klarheit. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr eigenes Bewusstsein mit neurowissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zu entschlüsseln. Das moderne Leben drängt uns zu ständiger Produktivität und sofortiger Belohnung. Wir suchen Frieden, finden aber oft eine tiefe Dissonanz. Unsere Suche nach innerer Ruhe kollidiert mit der Abhängigkeit von schnellen Dopaminkicks, die unser Gehirn antreiben. Diese Paradoxie spiegelt sich in einer alarmierenden Statistik wider. Laut der WHO sind weltweit über 280 Millionen Menschen von Angststörungen betroffen. Diese Zahl ist nicht nur eine Statistik, sie ist ein Echo des lauten, unaufhörlichen Gehirnrauschens, das viele von uns erfahren. Der Wunsch, diesen Lärm zu eliminieren oder den Geist zu leeren, führt paradoxerweise zu noch mehr Frustration und zur Überzeugung, dass unsere Gedanken uns beherrschen. Hier offenbart sich ein grundlegendes Missverständnis, das die Brücke zwischen alter Weisheit und moderner Neurowissenschaft schlägt. Die alte buddhistische Weisheit des Anatta, die Lehre vom Nicht-Selbst, bietet einen tiefgreifenden Mechanismus zur Reduzierung dieses Kampfes. Anatta besagt nicht, dass sie nicht existieren, sondern dass es kein dauerhaftes, unveränderliches Ich gibt, das getrennt von allen Erfahrungen existiert. Es ist die Erkenntnis, dass Gedanken, Gefühle und Empfindungen flüchtige Phänomene sind, nicht Kern ihrer Identität. Das Konzept des Anicca, der Impermanenz, verstärkt dies.
Alles ist im Fluss, auch unsere mentale Landschaft. Dies ist kein passives Akzeptieren, sondern ein aktives Training des Geistes, um sich von der Identifikation mit diesen vorübergehenden Zuständen zu lösen. Es ist ein geistiger Schalter, der die Illusion des „Ich muss das kontrollieren" auflöst. Die Neurowissenschaft liefert dafür eine spezifische und aktuelle Validierung. Das Standard-Modus-Netzwerk, DMN, ein Netzwerk von Gehirnregionen, das aktiv wird, wenn wir Gedanken verloren sind oder über uns selbst nachdenken, ist oft bei Menschen mit Angststörungen hyperaktiv. Studien von Forschern wie Dr. Judd Brewer, Brown University 2020, haben gezeigt, dass Achtsamkeitstraining die Aktivität des DMN reduzieren kann, indem wir lernen, Gedanken als vorübergehende Ereignisse zu beobachten, ohne uns mit ihnen zu identifizieren, genau das, was Anatta lehrt, verringert sich die neuronale Anhaftung an sie. Das Gehirn lernt, seine Aktivität zu modulieren und die neuronale Verknüpfung zwischen dem präfrontalen Kortex, Bewusstsein, und der Amygdala, Angstzentrum, kann sich neu konfigurieren. Es ist eine neurovalidierte Klarheit, die zeigt, Ihre Schwierigkeit zu meditieren spiegelt ein aktives Standardmodus-Netzwerk wider. Ein Zeichen eines gesunden Gehirns, nicht eines Versagens. Dies bedeutet, dass das buddhistische Konzept des Anatta durch neurochemische und neuronale Mechanismen in Ihrem Gehirn operiert. Die Fähigkeit, Gedanken als flüchtige Phänomene zu sehen, ist eine direkte neuronale Reorganisation, die die Hyperaktivität des DMN beruhigt und die Quelle des Gehirnrauschens anspricht, anstatt es einfach zu ignorieren. Der menschliche Geist ist darauf konditioniert, Unbehagen zu vermeiden. Doch die alte Weisheit des Buddhismus, insbesondere die erste edle Wahrheit vom Dukkha, vom Leiden und der Unzufriedenheit, fordert uns heraus, diese Annahme zu überdenken. Leiden ist hier kein bloßer Schmerz, sondern ein universelles Signal, das auf die unvermeidliche Natur der Existenz hinweist und eine Aufforderung zur tiefgreifenden Transformation darstellt. Dieses Enigma mentaler Autostabilisierung, warum wir uns unbewusst an vertrautes Leid klammern, ist tief in unseren neuronalen Mustern verwurzelt. Wir erleben eine tiefe existenzielle Angst vor zukünftigen Herausforderungen ohne Protokolle neuronaler Resilienz, die wissenschaftlich belegt sind. Die kulturelle Fixierung auf positives Denken und die Vermeidung von Schmerz ignoriert die paradoxe Wahrheit. Das Potenzial für unsere tiefste Transformation liegt oft genau in unserem Unbehagen. Das buddhistische Verständnis von Dukkha ist zutiefst praktisch. Es lehrt uns, dass Leid aus Anhaftung und Abneigung entsteht und dass das Erkennen dieser Muster der erste Schritt zur Befreiung ist. Es geht nicht darum, Emotionen zu eliminieren, das ist eine gefährliche Verdrängung, die die Neurowissenschaft als schädlich identifiziert, sondern darum, ihre wahre Natur zu verstehen. Wut beispielsweise ist ein neurochemisches Signal verletzter Werte. Sie sollte als physiologische Daten beobachtet werden, nicht als unsere Identität. Das ist der Mechanismus. Dukkha ist ein Aufruf zur bewussten Beobachtung unserer Reaktionen, nicht zur emotionalen Unterdrückung. Die Konfrontation mit diesen dunklen Nächten der Seele, unserer inneren Leere, unseren wiederholten emotionalen Mustern, ist der universelle Auslöser für eine tiefere Selbstkenntnis. Die Psychologie und Neurobiologie bestätigen dies auf eindrucksvolle Weise. Studien zur Akzeptanz- und Commitment-Therapie, ACT, einer evidenzbasierten Form der kognitiven Verhaltenstherapie,
haben gezeigt, dass die bewusste Akzeptanz von Unbehagen und die Bereitschaft, es zu spüren, anstatt es zu vermeiden, zu einer signifikanten Reduzierung von Angst und Burnout führen kann. Forschungsergebnisse von Dr. Kristin Neff, University of Texas at Austin at Eastwike 2011 zur Selbstmitgefühl haben gezeigt, dass Menschen, die Freundlichkeit statt Selbstkritik praktizieren, auch in Momenten des Versagens eine robustere neurale Resilienz entwickeln. Dies basiert auf messbaren Daten zur Neuroplastizität. Wie das Gehirn durch wiederholte Akzeptanzübungen neue neuronale Verbindungen bildet, die eine belastbarere emotionale Verarbeitung ermöglichen. Die neuronale Reorganisation, die bei der Umwandlung von Wut in Bewusstsein, angelehnt an Aquacor, auftritt, ist keine Metapher, sondern ein messbarer Prozess. Die Erkenntnis, dass Schmerz ein universelles Signal für Transformation sein kann, ist nicht esoterisch, sondern eine neurologisch begründete Erkenntnis der menschlichen Widerstandsfähigkeit. Die Überbrückung ist klar. Das buddhistische Dukkha lehrt uns die Anatomie des Leidens, während die Neuroplastizität uns den Weg zur Neuverdrahtung des Gehirns aufzeigt. Durch das Verstehen und Akzeptieren unserer Schmerzsignale können wir die neuronalen Schaltkreise stärken, die für genuine Resilienz und ein nachhaltiges Contentment Theta verantwortlich sind. Ein Zustand des inneren Friedens, der durch die Synchronisierung von Theta-Wellen im Gehirn entsteht. Die Suche nach spiritueller Einheit stößt oft an die Grenzen unserer linearen, kausalen Logik. Wir fühlen uns als isolierte Einheiten, die versuchen, eine Verbindung zu etwas Größerem herzustellen. Doch dieses Gefühl der Trennung ist ein geistiges Muster, das uns in parallelen Realitäten gefangen hält, in denen unsere mentale Selbstsabotage uns von der tiefen Interkonnektivität ausschließt, die uns umgibt. Der Konflikt zwischen der buddhistischen Akzeptanz und unserem inneren Zwang zur Selbstkorrektur offenbart eine fundamentale Dissonanz. Die Frage, warum sabotiert mein Geist den Frieden, findet ihre Antwort in einem tiefgreifenden Verständnis der Interdependenz, das sowohl in alten Philosophien als auch in den neuesten Entdeckungen der Physik widerhallt. Das Muster wiederholter emotionaler Reaktionen ohne Verständnis der quantenmechanischen Verschränkungen von Geist und Umwelt hält uns gefangen. Die buddhistische Lehre der abhängigen Entstehung, Pratityasamutpada, ist ein Fundament der buddhistischen Kosmologie. Sie besagt, dass nichts in Isolation existiert, alles entsteht in Abhängigkeit von anderen Dingen. Jedes Phänomen, jeder Gedanke, jedes Gefühl ist das Ergebnis einer komplexen Kette von Ursachen und Bedingungen. Das ist keine abstrakte Philosophie, sondern ein Rahmenwerk, das uns lehrt, die Welt als ein dynamisches, sich ständig wechselseitig beeinflussendes System zu sehen. Die eigene Existenz, die eigenen Erfahrungen sind ein Teil dieses riesigen, vernetzten Netzes. Dieses Verständnis führt zu einer radikalen Akzeptanz der Interdependenz und löst die Illusion einer getrennten, kontrollierenden Einheit auf. Es lehrt uns, Präsenz nicht zu erzwingen, sondern sie als natürlichen Ausdruck dieser grundlegenden Verbundenheit zu erfahren. Die Quantenphysik liefert eine spezifische und aktuelle Bestätigung dieser Interkonnektivität. Das Phänomen der Quantenverschränkung, bei dem zwei oder mehr Partikel miteinander verbunden werden, sodass der Zustand des einen Partikels augenblicklich den Zustand des anderen beeinflusst, egal wie weit sie voneinander entfernt sind, ist ein Paradebeispiel. Eine Studie der Universität Genf 2023
bestätigte erneut die Gültigkeit des quantenmechanischen Prinzips der Nichtlokalität, ein Beleg dafür, dass das Universum auf einer grundlegenden Ebene nicht lokal und zutiefst miteinander verbunden ist. Dieses wissenschaftliche Konzept spiegelt die buddhistische Lehre wider, dass alles in einer interdependenten Beziehung steht. Auch in der Neurobiologie sehen wir Synchronizität, wo neuronale Netze sich in kohärenten Mustern organisieren, die unsere Gedanken und Gefühle formen. Ein Ausdruck von Interkonnektivität auf neuronaler Ebene, oft messbar durch Herzratenvariabilität und Biofeedback, Kohärenztraining. Dies bedeutet, dass die buddhistische Interdependenz in ihrem Gehirn und im gesamten Kosmos durch die Prinzipien der Quantenphysik und neuronalen Synchronisation operiert. Ihre Gedanken und Emotionen sind keine isolierten Ereignisse. Sie sind Teil eines größeren Systems, das ständig mit ihrer Umwelt in Resonanz tritt. Die Auflösung des Gefühls, gebrochen zu sein, und die Erkenntnis, dass der Geist ein quantenmechanisches System ist, das auf Rekonfiguration wartet, ist der Schlüssel zur Befreiung von wiederholten Mustern. Wir haben eine tiefgreifende Reise unternommen, um die unsichtbaren Fäden zu enthüllen, die die uralte Weisheit des Buddhismus mit den bahnbrechenden Entdeckungen der modernen Wissenschaft verbinden. Von der Auflösung des Nicht-Selbst, Anatta, durch die Neurowissenschaft des Standardmodus-Netzwerks über das transformative Potenzial des Leidens, Dukkha, das die Neuroplastizität und die Akzeptanz- und Commitment-Therapie bestätigen, bis hin zur tiefen Interkonnektivität, Pratmantiya-Samutpada, die sich in der Quantenverschränkung manifestiert. Die Brücke zwischen diesen Welten ist nicht nur real, sondern auch zugänglich und zutiefst praktisch. Es ist ein doppelt validierter mentaler Kompass. Die Neurowissenschaft als GPS, die alte Weisheit als Kompass. Das zentrale Paradox, das unsere Reise antreibt, warum unser Streben nach Glück unser Leiden verstärkt, ist keine mystische Laune, sondern ein neuronales Muster. Unser Gehirn, geformt durch evolutionäre Mechanismen, tendiert zur Gewohnheit und zur Vorhersage, selbst wenn diese Muster uns unglücklich machen. Doch die gute Nachricht ist, das Gehirn ist neuroplastisch. Es ist in der Lage, sich ständig neu zu verdrahten und neue Pfade für Widerstandsfähigkeit und echtes, nicht erzwungenes Dasein zu schaffen. Wir können unsere neuronalen Reaktionen steuern und unsere mentale Landkarte umgestalten, nicht durch Kampf, sondern durch bewusstes Beobachten und Akzeptieren. Das ist die Essenz der Rekonfiguration neuronaler Muster, die wir gemeinsam entschlüsselt haben. So wie verschränkte Teilchen in der Quantenphysik augenblicklich aufeinander reagieren, so stehen auch unser Geist und das Universum in einem ständigen Dialog. Die Neurowissenschaft nennt dies neuronale Synchronisation und Kohärenz. Der Buddhismus nennt es Interdependenz. Es ist die Erkenntnis, dass unsere innere Landschaft und die äußere Realität nicht getrennt sind, sondern koevolvieren. Die stille Aktivität unserer Neuronen, die Theta-Wellen, die in Zuständen tiefer Meditation entstehen, sind die physiologische Manifestation dieses tiefen, nachhaltigen Contentment-Theta. Es ist kein Zustand der Leere, sondern eine aktive Stille, in der das Bewusstsein klar und verbunden ist. Diese Verbindung ist die Grundlage für ein echtes Erwachen, das nicht nur philosophisch verstanden, sondern auch biologisch erlebt werden kann. Die Erkenntnisse, die wir heute geteilt haben, sind keine bloße Theorie. Sie sind ein Aufruf zur Praxis. Das Verständnis, wie Ihr Gehirn Bewusstsein transformiert,
ist der erste Schritt, um aus wiederkehrenden Mustern des Leidens auszubrechen und eine neurobasierte Resilienz zu entwickeln. Es geht darum, Ihre mentale Landkarte neu zu zeichnen, indem Sie kleine, aber konsequente Schritte unternehmen. Denken Sie daran, dass jeder Tag im Autopiloten die Schaltkreise des Leidens stärkt. Doch das Fenster der Neuroplastizität ist immer offen. Das Gehirn ist ein System, das sich ständig anpasst. Ich möchte Ihnen eine erprobte Methode vorstellen, die die Prinzipien, die wir besprochen haben, in die Tat umsetzt. Eine Übung, die Sie in weniger als 3 Minuten durchführen können und die auf der Acceptance and Commitment Therapy, ACT, basiert. Es ist ein 4-Phasen-Modell zur Umwandlung von Wut in Bewusstsein, validiert durch Cornell 2029, das auch auf andere intensive Emotionen angewendet werden kann. Erstens, beobachten ohne Urteil, ca. 60 Sekunden. Setzen Sie sich bequem hin. Wenn eine schwierige Emotion wie Wut oder Angst aufkommt, bemerken Sie sie einfach. Nennen Sie sie innerlich. Da ist Wut, da ist Angst. Spüren Sie, wo im Körper sie sich manifestiert. Ist es ein Druck in der Brust, eine Spannung im Nacken? Ohne zu versuchen, sie zu ändern oder wegzudrücken, beobachten Sie die reinen Empfindungen. Studien zeigen, dass das Benennen von Emotionen die Aktivität in der Amygdala, dem Angstzentrum des Gehirns, reduziert. 2. Raum geben, ca. 45 Sekunden. Stellen Sie sich vor, Sie machen in Ihrem inneren Raum Platz für diese Emotion. Wie David Bohms implikate Ordnung nahelegt, sind wir alle Teil eines größeren Feldes. Ihre Emotionen sind keine Invasion, sondern Teil dieses Flusses. Erlauben Sie ihr einfach zu sein, so wie sie ist, ohne Widerstand. 3. Identifizieren Sie den Wert, ca. 45 Sekunden. Jede intensive Emotion weist auf einen verletzten Wert hin. Wut könnte ein Signal für Ungerechtigkeit sein. Angst für Unsicherheit. Fragen Sie sich, welcher Wert von mir wird hier berührt? Diese Phase verbindet die Emotion mit einer tieferen Bedeutung, die Ihnen als Kompass dienen kann. 4. Handeln im Einklang mit Werten. Restliche Zeit. Nach der Beobachtung und Akzeptanz überlegen Sie, wie kann ich jetzt im Einklang mit dem identifizierten Wert handeln, selbst wenn die Emotion noch präsent ist. Nicht die Emotion kontrollieren, sondern die Reaktion darauf. Das stärkt neue neuronale Pfade. Ich erinnere mich an meine ersten Versuche mit solchen Übungen. Ich scheiterte anfangs mindestens 9-mal daran, meine Gedanken ruhig zu halten. Und das ist völlig normal und Teil der Neuroplastizität. Das Gehirn lernt durch Wiederholung, nicht durch sofortige Perfektion. Diese Art von Übung fördert die Neurogenese und die Reorganisation neuronaler Netze, was zu einer nachhaltigen Veränderung führt. Ihre mentalen Muster sind veränderbar. Sie müssen nur die richtigen neuronalen Protokolle anwenden. Sie haben heute eine Brücke zwischen alten Weisheiten und modernster Wissenschaft überquert, die Ihr Verständnis des Geistes revolutionieren kann. Doch das wahre Erwachen beginnt mit der Anwendung. Welches universelle Signal haben Sie heute ignoriert? Ein wiederkehrendes Muster, ein unbehagliches Gefühl, das eine Einladung zur Transformation sein könnte, wenn Sie es durch die Linse der Neurowissenschaft und buddhistischen Weisheit betrachten? Teilen Sie Ihre Erkenntnisse in den Kommentaren. Welches Paradox erleben Sie gerade in Ihrer spirituellen Reise? Diese digitale Sangha existiert für den gegenseitigen Austausch und die Unterstützung auf diesem einzigartigen Weg. Ihre Erfahrung
könnte das fehlende Puzzleteil für jemand anderen sein, wenn diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Weisheit für Sie Sinn gemacht hat und Sie tiefer in die Landkarten des menschlichen Geistes eintauchen möchten, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Gemeinsam werden wir weitere Rätsel entschlüsseln und praktische Werkzeuge entdecken, um in einer komplexen Welt präsent und widerstandsfähig zu sein. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft von modernen spirituellen Entdeckern.